Hallo zusammen, Smoking Bee. Was haben wir heute? Hier steht ja der Q1000. Unboxing hatte ich ja gemacht und ich hatte euch versprochen, dass ich ja hier auch als Newbie in der Gasgrilltechnik dann irgendwann mal ein Video zum Besten geben werde. Wie funktioniert das Ding? Hat es überhaupt Sinn gemacht, denselben zu kaufen? Und bin ich zufrieden damit? Also, deswegen habe ich heute Folgendes besorgt. Ich habe 2 Würstchen zu grillen. Ich habe ein Roastbeef Ginger Steak zu grillen und wir haben hier 2 Maiskolben, die wir auf den Grill drauf werfen wollen. Jetzt schauen wir uns die Sache mal ganz kurz an. Hier haben wir den, ihr kennt ihn ja aus dem anderen Video noch, Q1000 und machen wir den Deckel auf. Ihr seht, der Rost, der sieht eigentlich noch aus wie neu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Grill hat inzwischen schon echt etliche Stunden gearbeitet. Ich bin mega happy mit dem Grill. Warum? Weil auch abends, wenn man mal so von kurz auf Knall sagt, Mensch, ich habe Lust, ich möchte noch eine Wurst auf den Grill hauen, ist so ein Gasgrill einfach das A und O. Dieser ganze Ärger beim Holzkohlegrill, bei den Grillbriketts, gut, das dauert auch nur 10 bis maximal 15 Minuten, bis die Holzkohle läuft. Wenn du das mit dem Grill-Anzündkamin machst, ist kein Problem. Aber du hast dann hinterher immer noch die Möglichkeit weiter zu grillen. Tja, aber brauchst eigentlich nichts mehr und dann guckst du dir, also mir geht es zumindest immer so, ich schaue mir dann immer so die Holzkohle da drin an, die noch so schön am Glühen ist und denke mir, ach, jetzt könntest du weiter grillen. Ist halt hier nicht der Fall. Du machst das Ding an, das ist übrigens auch eine angenehme Sache und 10 Minuten später kannst du grillen. Warum 10 Minuten später, ist hier die Frage. Der Grillrost will natürlich auch heiß werden. Ganz klare Sache. Was ich inzwischen hier durch die Benutzung des Grills erfahren habe, oder realisiert habe, dass der im Prinzip diese Flammschutzbleche hier in den Rost eingebaut hat, weil wir haben hier unten den Flammschlauch drunter liegen und hier oben seht ihr ja, wie das einfach ein bisschen zwischen den Rosten förmlich zu ist und das ist im Prinzip tatsächlich unser Flammschutz. Das finde ich also schon irgendwie top gelöst von Weber. Das haben sie toll gemacht. Und hier seht ihr, wie sauber der noch aussieht. Das ist der absolute Hammer. Gut, dann wollen wir mal kurz schauen, wie mache ich den Grill an. Also ich drehe hier hinten erstmal meine Gaskartusche auf. Dann gehe ich hier vorne auf Zündung. Dafür drücke ich den Knopf rein. Lasse den wieder hier auf Zündung los. Und dann haben wir hier drüben den Knopf. Da drücken wir jetzt einmal drauf. Und schon brennt das hier drin. Wichtig ist, wenn ihr den Grill anmacht, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Film sieht, weil es ist teilweise echt auch so schwer zu sehen, aber ich meine, heute müsste es gut zu sehen sein. Wenn ihr den anmacht, bitte nie den Deckel zulassen. Das ist also was ich aus entsprechenden Tutorials im Internet, gerade Klaus Grillt hat da super gut erklärt, wie man so einen Grill anmacht. Ja. Bloß nicht den Deckel zulassen und dann anmachen, da kann es Verpuffungen geben und. Wie gesagt, Deckel auf, schön auf Vollgas aufdrehen. Dann hier entsprechend zünden. Ihr habt gesehen, der hat ja nur diesen Einklickzünder. Das Ding war sofort an, war überhaupt kein Problem. Nun machen wir den Deckel aber zu, gebt dem Ganzen ungefähr 10-12 Minuten, dann ist der Grill schön heiß und wir können unser Grillgut drauflegen. Dann kommen wir nochmal zur Thematik Gas. Hier haben wir so eine Gaskartusche. Ja. Hier haben wir so eine Gaskartusche von Weber. Da sind 445 Gramm drin. Kosten 10er. Ist sehr teuer. Von daher hatte ich mir, und das werde ich hier also auch entsprechend noch umbauen, einen Adapterschlauch gekauft, dass ich eine große Gasflasche da dran hängen kann, weil dann wird das Ganze richtig schön bezahlbar. Denn dann liegst du ungefähr bei einer 11 Kilo Gasflasche, ja, sagen wir mal so, wenn du die gerade frisch neu kaufst, bei 38 oder 48 Euro. Und die Flasche zieht sich davon dann noch ab. Ich glaube, die Füllung liegt hinterher bei 20, 25 Euro. Da kann ich dann aber nochmal genauere Ergebnisse raushauen, weil ich werde dann sowieso ein Video machen, wie das funktioniert, dass ich hier den neuen Schlauch anlegen kann. Respektive, das habe ich mir ja auch überlegt, ich hatte irgendwo auf Facebook, hat mich einer angeschrieben, es gibt wohl auch noch so ein kleines Adapterstück, dass ich den vorderen Schlauch gar nicht abmachen muss, dass ich den zweiten Schlauch dann noch mit entsprechend dranhängen kann. Aber nochmal zurück zur Thematik, hier sind 445 Gramm drin, das ist fast nichts. Der Q1000 ist schon einer der Grills, die unter Volllast, also so wie er jetzt gerade läuft, das wenigste Gas verbrauchen. Aber das ist immer noch 200 Gramm
pro Stunde. Das bedeutet, mit so einem Teil kann ich vielleicht 2,25 Stunden lang grillen und dann ist das Teil leer. Für 10 Euro, ja, ist ein bisschen happig. Ich meine, wenn es darum geht, dass man irgendwo das Teil mal mitnimmt, im Wohnwagen oder sonst wo, dann ist es natürlich perfekt, aber im Wohnwagen hast du meistens auch irgendwo eine Gasflasche, also von daher ist das nicht so das Ding. Aber in der freien Natur, wo du vielleicht sonst nichts hast und so weiter, ist das vielleicht eine Idee. Sonst im Zeltcamping ist es vielleicht auch eine Idee. Aber generell muss ich sagen, es ist eine teure Angelegenheit, auf diese Art und Weise mit Gas zu grillen. Also wer sich für so einen Grill entscheidet, ich kann wirklich empfehlen, kauft euch den Adapterschlauch und seht zu, dass ihr eine große Flasche bekommt. Damit das Grillgut nachher am Rost nicht festklebt, gibt es solche Sprays, die kann man auf den Rost sprühen. Ich habe die Dinger jetzt hier zu Hause. Wenn sie einer haben will, sagt mir Bescheid. Ich bin froh, wenn ich den Mist wieder loswerde. Erstens saust du dir den Grill damit endlos dämlich ein. Und zweitens riecht es ekelhaft und macht mir überhaupt keinen Spaß. Und drittens, ganz ehrlich, hatte ich das Gefühl, das hat nichts gebracht. Was mache ich? Ich habe hier ein handelsübliches Zewa Wisch und Weg, was auch immer. Da habe ich mir einen Klecks Olivenöl drauf gemacht, das ein bisschen einziehen lassen. Jetzt gehe ich hier kurz drüber, mache gar keinen langen Fackelzug. Zack. Reibe den Grill kurz mal damit ein. Deckel wieder zu. Und damit ist alles in Butter. Das heißt, ich brauche also dieses blöde Spray überhaupt nicht. Und das war jetzt schnell erledigt. Die Flamme habe ich im Moment noch auf Vollgas, weil als erstes werde ich heute hier dieses Steak grillen. Auf jeden Fall kommen auch schon die beiden Maiskolben mit drauf. Wie gesagt, wir sind hier immer noch auf Volllast. Einmal, zweimal. Jetzt kommt das Steak dran. Drücke ich mir schön fest und Deckel zu. Ich habe schon einen gewagten Blick auf meine Uhr geworfen. Das bleibt jetzt genau eine Minute so da drin. Nach einer Minute werde ich das im 90-Grad-Winkel auf derselben Seite und an der gleichen Stelle auf dem Rost einmal drehen. Die Minute ist rum. Ihr seht, das geht wirklich ganz locker los. Ich würde sagen, hier drehen wir auch schon mal. Ihr seht, das geht schon direkt los. Es ist ein Hammer, wie schnell eine Minute immer wieder rum ist. Wir kümmern uns trotzdem zuerst mal jetzt hier um den Mais. Wunderbar, der macht seinen Job. Und jetzt gehen wir hier direkt im Anschluss unser Fleisch an. Legen das hier hinten hin. Seht ihr, wie schön ich das Rautenmuster getroffen habe? Das hat doch wunderbar geklappt. Ich bin begeistert. Und jetzt hier die gleiche Chose. Wieder eine knappe Minute. Nicht mehr ganz so viel. Und schon wieder sind wir dran. Erster Mais auf jeden Fall. So, nimm mal schön Platz, mein Junge. Läuft. Mal ein Stück Fleisch. Halt. Wunderbar. Das läuft. Und schon jetzt stelle ich den Gasgrill runter auf seine niedrigste Stufe. So. Jetzt haben wir hier bei unserem Grill folgende Thematik. Der hat nur ein einziges Flammrohr. Das bedeutet, wir haben keinen Ruhebereich, in dem ich jetzt unser Steak ablegen kann. Ich lege den jetzt mal so etwas hier an die Seite. Und wie gesagt, ich habe den Grill jetzt ganz runtergedreht. Mehr geht jetzt im Moment erstmal nicht. Ich überlege sogar fast, dass ich ihn mal ausmache und dann nachher wieder anmache, weil der Rost hat noch genug Hitze. Ja, also schaut zu, ich mache den jetzt tatsächlich noch mal komplett aus. Der Grill ist jetzt aus. Ich schließe dann auch hier hinten gleich die Gaskartusche wieder. Und ich lasse mein Steak jetzt noch mal eine weitere Minute da drin, bevor ich es raushole. Und dann müsste das eigentlich innen noch leicht rosé sein.
Also, wir holen das Steak schon mal runter. Wir legen die Würstel drauf. Einmal, zweimal. Drehen hier leicht. Grill geht wieder an. Stopp, Deckel dabei natürlich auf. Zack, einmal. Hier hinten aufdrehen nicht vergessen. Vollkommen Logo. Und anzünden. Da läuft er schon wieder. Wow, hier gibt es schon Popcorn. Hast du gesehen, wie der gesprungen ist? Ich lache mich tot hier. Herrlich, gut. Wie gesagt, das drehen wir jetzt aber direkt auf die kleinste Stufe runter, weil die ist jetzt völlig ausreichend. Was wir jetzt machen, wir schneiden das Stück Fleisch an. Ja, ich wage mich jetzt hier an den Mittelschnitt ran, schneide das Fleisch mal entsprechend an, um zu sehen, wie es geworden ist. So habe ich es gerne. Ihr seht, das ist in der Mitte noch schön rosé. Das wird eine leckere Angelegenheit. Das wird natürlich auch direkt gekostet. Hier haben wir es nochmal. Seht ihr, wie es noch schön rosé ist? Perfekt. Grillen bedeutet für den Pitmaster auch bei einem Gasgrill, bleib bei deinem Grillgut. Also jetzt hier großartig rumlaufen, mit den Leuten reden, das ist nie gut für einen Pitmaster, weil dann hast du hinterher auch kein gutes Endprodukt, was du vom Rost holst. Also, wir bleiben am Ball. Unser Grill läuft momentan auf der niedrigsten Stufe. Ich drehe dann jetzt die Würstchen das erste Mal und kümmere mich hier wieder entsprechend um unsere Maiskolben. Bin allerdings der Meinung, vielleicht könnten wir hier doch ein kleines bisschen mehr Hitze gebrauchen und stelle jetzt deswegen den Grill auf mittlere Stufe wieder hoch. Wir schließen den Deckel. Mal wieder mal schön den Deckel angefasst, aber keinerlei Verbrennungen. Wie immer. War es ein Glück. Ja, das heißt, ich bleibe jetzt hier immer schön am Ball, drehe meine Würstchen, drehe natürlich auch entsprechend die Maiskolben. So alle 2 Minuten gucke ich mal danach, manchmal auch ein bisschen längeres Intervall, wieder ein weniger. Also es ist je nachdem, was ich dann eben sehe, wie sich die Sachen auf dem Grill, also das Grillgut letztendlich verhält. Was das Grillen anbelangt, die letzte Amtshandlung. Schaut es euch an. Hier haben wir die Würstels. Ich mag sie so am liebsten, wenn da ein paar Röstaromen mit dran sind. Die sind jetzt beide fertig, die können hier runter. Die Jule ist schon am ersten dran, den drehen wir hier noch mal ein bisschen. Hier hat sich natürlich das Schwarze da oben ein bisschen abgekratzt, also ich hätte das mitgegessen. Aber wenn sie sich besser fühlt, damit ist doch alles gut. Den Blick da hinter der Kamera, den solltet ihr mal sehen. Naja, also wie gesagt, das ist jetzt schon der ganze Zauber. Ich lasse das jetzt hier noch auf der geringsten Stufe, oder nee, ich sage euch was, wir können das ausmachen. Ich habe es jetzt ausgemacht, mache den Deckel wieder drauf. Der zweite Maiskolben wird da jetzt noch ein bisschen nachgaren. Und ich zeige euch gleich, wenn wir ja fertig gespeist haben, wie wir den Grill dann auch gleich wieder so schön sauber kriegen, so wie er eben ausgesehen hat, bevor wir angefangen haben. So, jetzt schauen wir uns mal den Grillrost an, wie der heute so aussieht. Gehe ruhig mal richtig nah ran, dass man es sieht, auch gerade hier so in der Ecke. Also der sieht heute noch verhältnismäßig gut aus. Wir hatten hier auch schon Momente, da hatte ich hier jede Menge Steaks drauf. Und da war so eine richtige Mega-Kruste auf dem Grill drauf. Aber ihr habt es ja vorhin gesehen, das ist auch alles wieder gut geworden. So, wie gehe ich jetzt mit der Sache um? Wir öffnen natürlich wieder hier unseren Gasbehälter. Gehen wieder auf Zündung. Oh, bleib sie hier. Na, so, da läuft es schon wieder. Einwandfrei. Ich lasse den jetzt mal so 3-4 Minuten wieder richtig heiß werden. Und wenn er dann heiß ist, dann nehme ich die Bürste und schrubbe das runter. Aber das schauen wir uns dann zusammen an. So, das ist hier meine Grillreinigungsbürste. Ich habe da 2 von. Die eine hat einen etwas längeren Stiel. Aber mit der kann man natürlich etwas weniger Kraft auf den Grill ausüben. Das ist jetzt hier, ich weiß auch nicht, irgendein Billigprodukt ist das. Da gibt es bestimmt auch noch teurere, bessere Bürsten. Ich bin mit der soweit erstmal zufrieden. So,
Ihr seht hier unten, der Grill ist auch immer noch an. Ich lasse den jetzt auch noch einen Moment an und fange jetzt hier schon mal langsam an mit meiner Arbeit. Ja? Dadurch, dass es heiß ist, geht es einfach viel besser ab, was da eben sich noch auf dem Rost befindet an Grillresten und Rückständen. So, das ist jetzt schon der Moment, an dem ich hier unsere Flamme ausstelle. Dran denken, die Gasflasche hinten auch wieder zuzudrehen. Wunderbar. Da ist jetzt noch genug Resthitze vorhanden, dass ich hier entsprechend vorgehen kann. Und der eine oder andere würde schon sagen, ja, das reicht doch schon, der sieht doch schon fast wieder wie neu aus. Aber ja, ich mache da halt noch ein bisschen und freue mich dann, wenn es wieder fast wie neu aussieht. Das soll mal gut sein. Schaut es euch an. Wieder wie vorher. Ja, also jetzt mal zum Thema Gasgrillen. Für mich ist der Gasgrill tatsächlich was ganz, ganz Willkommenes, denn wir grillen jetzt tatsächlich viel, viel öfter. Diese ganze Grillaktion an sich ist nicht mehr ganz so stressig, als wenn ich nun hier mit Holzkohle oder Grillbriketts arbeite. Jetzt ist alles fertig. Was soll ich sagen? Ich lasse den jetzt hier noch schön abkühlen. Dann kommt der Deckel runter und dann kommt er wieder auf seinen ihm angestammten Platz. Und damit hat sich das Thema. Wenn jetzt jemand der Meinung ist, dass an Holzkohle nichts vorbeigeht, also rein geschmacklich, ist da gar kein Unterschied. Es ist nun mal so. Auch das Steak ist fantastisch geworden. Man muss halt einfach nur wissen, wie man das macht. Da muss man sich ein bisschen reinlesen oder vielleicht, das ist ja heute viel angenehmer, auf YouTube mal ein paar Tutorials anschauen, wie die das so machen. Und dann funktioniert das schon ganz gut. Aber eins ist ganz klar, und das muss ich hier auch mal wirklich sagen. Wenn große Stücke Fleisch kommen, dann ist das nicht meine Lösung. Auf gar keinen Fall. Ein schönes, großes Stück Fleisch gehört bei mir immer noch in einen Stickburner, in einen Smoker. Das Ding, wo ich richtig Arbeit habe, wo ich mich dann auch mit dem Holz richtig auseinandersetzen kann und. Der hier ist für mich tatsächlich sowas wie die, ja, lassen wir es ruhig bei dem Spruch, die Mikrowelle für den Garten. Ich finde das toll. Ich habe zwar unten im Keller auch noch einen großen Grill stehen, einen Weber Genesis, ja, Genesis Gold, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für das, was der leisten kann, würde ich schon längst wieder den Smoker rausholen und bin da zu Hause. Das ist hier so das Ding, wenn wir hier abends zusammen sitzen und sagen, machen wir nochmal ein schönes Grillerchen. Zack, da steht der da. Ein Riesentipp ist auf jeden Fall für Leute, die kein eigenes Grundstück haben oder nur mit einem Balkon zu Hause gesegnet sind. Ja, das ist ja immerhin auch schon was ganz Schönes. Eine saubere, tolle Sache. Überhaupt kein Problem, da kannst du wenigstens auch mal für dich grillen. Also es gibt für alles immer eine Lösung und auf jeden Fall sollte man das Gasgrillen nicht außer Acht lassen. Ich weiß, es gibt da viele Leute, die dagegen sind. Ich kann es von mir aus nicht sagen. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung zu dem Thema gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das mit dem Gasgrillen seht, wie ihr mit dem Gasgrillen umgeht, ob ihr sogar sagt, nö, Gasgrillen ist für mich eigentlich das A und O, ich brauche keinen Smoker, ich brauche keinen Kugelgrill, Holzkohle interessiert mich alles nicht. Ich finde, Gasgrillen ist für mich das A und O des Grillens. Ist eine legitime Ansicht dieser Angelegenheit. Ist doch schön, dass wir alle ein bisschen verschieden sind und jeder in irgendeine Richtung geht. Ich kann sagen, ich bin auch beim Gasgrillen angekommen, auf meine Weise, und meine ist eben die mit dem kleinen Jungen hier, wenn ich dann abends mal schnell eine Wurst oder Bock auf ein Steak habe. Hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt jetzt so ein bisschen Einblick da hinein bekommen, was euch so ein Gasgrill bringen kann und was auch nicht. Ansonsten, das nächste Video, was ich hiermit mache, ist, da werden wir
was weiß ich, hier entsprechend mit dieser Thematik umgehen, eine größere Gasflasche anschließen. Wie mache ich das? Wie funktioniert das? Ich habe den Adapterschlauch hier schon da. Dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Was ich auch noch nicht ausprobiert habe, ich habe hier noch so eine Art Grillplatte gekauft, ne? Dass wir da mal à la Plancha was grillen können. Das schauen wir uns dann an im nächsten Video. Bis dann, danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.